Genuss, Kultur und ein perfekt ausgebauter Fahrradweg. All das verspricht der Radweg Liebliches Taubertal, der Klassiker. Auf rund 100 Kilometern führt er von Wertheim bis nach Rothenburg ob der Tauber. Fernab von Straßenlärm, auf asphaltierten Radwegen und immer entlang der idyllischen Tauber. Der ADFC hat die Radroute mit 5 Sternen ausgezeichnet. Doch kann der Radweg wirklich halten, was diese Bestnote verspricht? Wir starten im winterlichen Wertheim in Baden-Württemberg und begleiten die Tauber 2 Tage lang flussaufwärts bis hinein in die mittelalterliche Kulisse von Rothenburg ob der Tauber in Bayern. Wir freuen uns auf diese wunderbare Fahrradtour und laden euch ein, uns entlang des lieblichen Taubertals zu begleiten. Hi und herzlich willkommen aus Wertheim. Servus zu einer sehr winterlichen Fahrradtour. Wir freuen uns sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Wir stehen gerade hier an einem ganz besonderen Punkt, und zwar an dem Ort, wo die Tauber, das ist der kleine Fluss dort hinter uns, in den großen Main einmündet. Ja, und das hat auch ganz besonders viel mit unserer Tour zu tun, die wir heute fahren wollen, nicht wahr? Genau, heute geht es nämlich nicht am Main entlang, sondern entlang der Tauber. Und wir möchten einen Radweg fahren, der sich Lieblicher Tauberradweg nennt. Ja, das ist ein Radweg, der von hier aus nach Rothenburg ob der Tauber führt, also wieder nach Bayern. Soll ein sehr idyllischer Radweg sein, ein sehr gut ausgebauter, denn er hat immerhin 5 Sterne vom ADFC erhalten. Die Strecke ist etwa 105 Kilometer lang. Wir werden sie in 2 Etappen aufteilen. Und ja, normalerweise sollte man sie von Rothenburg ob der Tauber nach Wertheim hinfahren, weil man dann eben mehr Höhenmeter bergab fährt. Wir haben uns das jetzt einfach andersrum ausgesucht, weil wir noch nie in Rothenburg waren und das ja auch ein super schöner Ort sein soll und wir dann nicht einfach starten wollten. Genau, wir wollten uns noch ein bisschen Zeit lassen, dann uns Rothenburg ob der Tauber anzuschauen und haben uns das deswegen als wundervolles Ziel dieser kleinen zweitägigen Radtour jetzt gesetzt. Und ja, aber jetzt geht es erstmal los für uns und wir freuen uns sehr auf die Strecke, die eben in diesem idyllischen Ort Wertheim startet. Von dem hatten wir vorher noch nicht so viel gehört. Und wir haben uns heute mal so ein bisschen die Straßen und Gassen, die wirklich wunderschönes Fachwerk zu bieten haben. Eine ganz tolle historische Burganlage, die sieht ganz beeindruckend aus. Die haben wir uns mal ein bisschen angeschaut. Ja, also man kann auch sehr das Zentrum empfehlen, aber idyllisch trifft eigentlich auf den Ort nicht ganz so sehr zu, denn es ist extrem viel Straßenverkehr hier. Man kam auch irgendwie auf die Idee, über diese schöne Mündung hier eine Schnellstraße zu bauen. Ja, muss man natürlich wieder hinterfragen, ob das jetzt unbedingt notwendig war, weil ja, wir stehen jetzt hier zwar am Ufer, aber direkt schauen wir auch hier auf einen riesigen Parkplatz. Also besonders schön gestaltet haben sie es leider nicht. Erinnert uns jetzt eher weniger zum Beispiel an die Mündung der Mosel in den Rhein bei Koblenz, wo sie es ja wirklich super schön ausgebaut haben. Hier ist das, naja, sagen wir mal hässlich tatsächlich. Ja, leider. Aber umso mehr sind wir jetzt gespannt auf den Radweg und nehmen euch da jetzt gerne mit. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid und wünschen euch jetzt ganz viel Spaß auf dem lieblichen Taubertal. Und ja, sind gespannt, was uns dort so Liebliches und Schönes erwarten wird. Auf jeden Fall. Viel Spaß! Gegründet wurde Wertheim im 8. oder 9. Jahrhundert. Die unmittelbare Lage an der Flussmündung brachte nicht immer nur Gutes. In der Innenstadt entdecken wir Markierungen von schweren Hochwassern aus der Vergangenheit. Geschützt vor jeglichen Flutkatastrophen thront hoch oben über den hübschen Gassen und Fachwerkhäusern das Wahrzeichen Wertheims, die Burg aus dem 12. Jahrhundert. Infolge der Zerstörungen während des Dreißigjährigen Krieges ist sie uns heute nur noch als Ruine erhalten, die jedoch in ihrer Unvollkommenheit und ihrer Dramatik umso mehr eine starke Zeugin ihrer Epoche darstellt. So, los geht's.
falls ihr euch fragt, wieso wir so früh schon in Wertheim sind, das hat den einfachen Grund, wir sind gestern schon von Würzburg aus hierher angereist auf den sogenannten Aalbach-Radweg. Das ist so eine Abkürzung des Mainradwegs, lässt sich super gut befahren, also wir waren sehr beeindruckt. So als Alternative, falls man da diese große Schleife über Gemünden nicht machen möchte, ist das auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Ja, und der führt direkt dann wieder an den Main von Würzburg aus bei Bettingen dann. Und von dort aus fährt man dann noch ein kurzes Stück bis nach Wertheim. Also war schon mal eine sehr schöne Tour, haben ein kleines Video dazu gemacht. Das findet ihr jetzt hier verlinkt. Und ja, jetzt fahren wir schon nach wenigen Kilometern direkt in der Naturidylle und die Sonne strahlt uns entgegen. Ja, auch im Taubertal wird Wein angebaut. Die Radtour heißt zwar Lieblicher Taubertalradweg oder Liebliches Taubertalradweg. Man sieht jetzt hier auch eine Weinpresse. Allerdings der Wein, der hier wohl angebaut wird, der ist wohl eher herb. Ja. Können wir jetzt momentan nicht probieren. Es ist Januar, es ist nicht gerade so die Weinsaison. Glühwein. Glühwein, ja. Wahrscheinlich deswegen wäre die beste Reisezeit für den Radweg schon mal der Herbst. Würden wir mal sagen, Oktober. September, Oktober so. Und was hier auch immer sehr stark vertreten ist, ist der Filippo-Eis. Ich habe damit nichts zu tun. Habe da gestern aber tatsächlich in Wertheim auch schon so ein Eis aus dem Automaten geholt. Und es war ziemlich gut auf jeden Fall. Und auch hier in diesem kleinen Örtchen steht jetzt so ein Automat. Ja, gerade wenn man im Sommer unterwegs ist, kann man sich hier eine schöne kleine Eispause machen. Ja, und da wir im Winter unterwegs sind, haben wir eine schöne heiße Thermoskanne mit Tee dabei. Die haben wir netterweise im Hotel noch bekommen von der Hausdame. Da mache ich jetzt mal die Teebeutel raus, dass die nicht sich auflösen. Ja, wir sind natürlich jetzt in Hotels unterwegs. Für heute müssen wir uns noch eine Unterkunft organisieren. Mit Zelt wäre es zum einen wahrscheinlich nicht gegangen, weil die Campingplätze nicht offen haben. Zum anderen, weil es echt kalt ist jetzt die Nächte, also so minus 6, 7 Grad. Und da hatten wir so gedacht, nee, dann nehmen wir lieber weniger Gepäck mit und haben dafür dann eben eine warme Unterkunft. Auf der Fahrradroute Liebliches Taubertal geht es für uns weiter rein in die Natur. Ruhig gelegen zwischen Feld- und Zugstrecke führt uns der Radweg an einen wunderschönen kleinen Fluss. Hier begegnet uns auch schon der erste von vielen überdachten Rastplätzen entlang der Strecke, die zum Pausieren und Innehalten einladen. Ja, was uns auch gestern schon aufgefallen ist, es scheint auch mehrere Etappen zu geben oder Touren, die ebenfalls Liebliches Taubertal heißen. Da sehen wir jetzt einmal hier, geht der Weg rechts ab. Das ist dann die Tour Nummer 6. Wir fahren aber den Klassiker und der ist mit einem blauen Schild gekennzeichnet. Ja, also der Klassiker ist dann die Radtour eben von Wertheim nach Rotenburg bzw. andersherum. Die erste Steigung haben wir jetzt auch schon hinter uns gebracht und hinter uns befindet sich gerade schon ein Schild, dass es wieder mit 15% bergab geht. Also ein bisschen hügelig ist es doch. Aber ja, wie gesagt, auch wenn wir das jetzt quasi in die falsche Richtung fahren, so viele Höhenmeter stehen nicht auf dem Programm. Das kann man, wenn man ein bisschen trainiert ist, ganz gut schaffen. Oder die meisten von euch haben wahrscheinlich so ein E-Bike. Da soll das alles kein Problem hier darstellen. Vom Radweg aus fällt uns das Kloster Bronnbach ins Auge, das auf der anderen Seite der Tauber liegt. Ein kleiner Abstecher zu diesem Denkmal dauert nur wenige Fahrminuten. Gegründet im 12. Jahrhundert blickt Bronnbach auf eine über 600-jährige Geschichte klösterlichen Lebens als Zisterzienserabtei zurück. Der riesige Gebäudekomplex wird heute von seiner barocken Gestalt geprägt. Aus dem 18. Jahrhundert stammt auch die Orangerie mit ihrer Glasfront und dem beeindruckenden 20 Meter langen Außenfresko eines unbekannten Künstlers.
Die Orangerie mit angrenzendem Kräutergarten beherbergt in Klostercafé und Biergarten Gäste in besonderer Atmosphäre. Der Radweg Liebliches Taubertal, der Klassiker, erhielt vom ADFC im Jahr 2009 die Auszeichnung einer Qualitätsradroute von 5 Sternen. Die Bewertungskriterien umfassen unter anderem den Untergrund, die Beschilderung und die Routenführung sowie die Anbindung mit Bus und Bahn und das Marketing eines Radwegs. Wir sind weiterhin gespannt, ob uns der Radweg auch auf ganzer Linie überzeugen wird. Also das ist mal ein fürstlicher Rastplatz hier mit überdachten Fahrradständer und einer ganz schön großen Sitzecke hier. Da kann man sich auch noch ein bisschen informieren. Külsheim, anscheinend sind wir jetzt gerade in der Nähe von Külsheim. Gibt es auch eine Grotte anscheinend. Wir haben jetzt auch schon eine Unterkunft gebucht. Das geht ja jetzt zu dieser Jahreszeit wunderbar. Da sind die Preise auch nicht so hoch. Man hat eine riesen Auswahl. Und da werden wir heute Abend eine Ferienwohnung in Bad Mergentheim haben mit Küchenzeile. Da können wir uns auch selbst das kochen. Wir waren gestern in Wertheim ja noch bei einem Vietnamesen essen und haben da noch ein bisschen was übrig. Und ja, dann kostet zwar so eine Ferienwohnung ein bisschen mehr. Wir finden es natürlich auch immer so ein bisschen blöd, das dann nur eine Nacht zu nutzen. Aber ist dann halt jetzt eben so, gerade auf Radreisen bleibt man ja selten mal länger als eine Nacht. Ja, aber so können wir dann wenigstens heute sozusagen uns selbst mal was kochen. Und ja, jetzt sind es noch 38 Kilometer. Es ist jetzt so 11:30 oder so. Total entspannt. Ein Radfahrer kam uns tatsächlich entgegen und eine Joggerin. Und das war's. Mehr Menschen sind hier auf diesem wunderbaren Radweg bisher nicht zu sehen. Also ich kann mir gut vorstellen, wenn dann die wärmeren Tage wieder kommen, wird hier ganz schön gut was los sein. Jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Wenn der Weg weiterhin so super ausgebaut und so herrlich gelegen ist, dann gehen wir auf jeden Fall die Bewertung des ADFC mit. Aber wir schauen mal, wie es weitergeht. Es ist und bleibt eisig kalt, besonders an den Fingern und Füßen. Da kommen uns die kleinen Anstiege zum Aufwärmen gerade recht. Die winterliche Landschaft, auf ihre eigene Art gar nicht karg, sondern sehr lebendig, zieht uns in ihren Bann. Die Felder neben uns leuchten abwechselnd in Grün und in Weiß und lassen uns bei zögerlichen Sonnenstrahlen herrlich abschalten. Kilometer 25, weiterhin alles Toppi. Und also ein Riesenlob muss man mal für die Rastplätze hier aussprechen. Jetzt sind wir in einem kleinen Örtchen hier, ich habe jetzt leider nicht geguckt, wie es heißt. Aber hier gibt es sogar einen Outdoor-Fitnesspark, eine Hängeschaukel. Ja, ist echt krass, ey. Herrlich. Die haben sich ein großes Insektenhotel da hinten. Oh, ein Zipper. Oh Gott. Nee, macht man das so? Das geht nicht komplett rum, oder was? Doch, auch? Ach so. Da kann man sich hier nochmal warm strampeln, wenn es noch nicht warm genug ist. Ja, also bis jetzt weiterhin, was sagst du, Anne? Schon sehr gut, oder? Ja, wirklich. Also ein herrlich ausgebauter Radweg. Es ist immer entspannt auf einer guten Asphaltoberfläche. Ja, nur ganz selten mal über eine Straße, nur in den Ortschaften eigentlich mal kurz drüber. Ansonsten immer ein schöner Radweg. Und wir sind jetzt schon an so vielen Highlights vorbeigefahren. Die konnten wir jetzt gar nicht alle
einzeln benennen. Wir haben nur versucht, immer mal was mit aufzunehmen. Aber ja, einfach herrlich. Die ganze Region hier. Und wir haben vorhin auch schon so gesagt, also das ist ja auch wieder so eine Gegend, wo wir noch nie unterwegs waren. Und ja, es ist einfach so schön hier zu radeln, die Landschaft ist klasse, es ist richtig idyllisch hier auch mal. Das ist ein Riesenvorteil zum Beispiel gegenüber dem Main-Radweg, wo man ja doch immer relativ in der Nähe von einer großen Straße ist. Und hier ist es wirklich einfach ruhig, muss man mal sagen. Also besetzt, top. Nur für einen kurzen Abschnitt verläuft der Radweg hier neben der Straße, jedoch mit einem guten Abstand dazwischen. Bei der Einfahrt in den nächsten größeren Ort Tauber-Bischofsheim erleben wir eine nahezu perfekte Beschilderung und Führung auf Radwegen bis ins historische Zentrum. Nach diesem entspannten Ankommen auf den großzügigen Marktplatz lassen wir die Blicke über die imposanten Gebäudefassaden schweifen. Inmitten der Fachwerkbauten sticht das Rathaus im neogotischen Stil heraus. Der dreigeschossige Sandsteinbau wurde im 19. Jahrhundert errichtet. Gegenüber entdecken wir die St. Lioba-Kirche und das ehemalige Franziskanerkloster, welches heutzutage die Stadtverwaltung und ein Klostercafé beherbergt. Genug. Genau. Also ein Pilz, Nee, ich will Hefe, was Irisches. Guinness, Kilkenny oder Cider. Ich glaube, der Reihenfolge kannte ich noch nicht. Also Dann nicht noch nicht. Und wieder geht's auf die Räder. Hier in Tauber-Bischofsheim haben wir uns jetzt im Klostercafé eine kleine Stärkung gegönnt. Zur Mittagszeit gab es eine Kartoffelsuppe und Käsespätzle. Das tat auf jeden Fall gut und noch einen schönen heißen Tee. Deswegen sind wir jetzt wieder gut aufgewärmt für den Rest unserer heutigen Tagestour. Wieder warm eingepackt, radeln wir an der Stadtkirche St. Martin vorbei und steuern das kurmainzische Schloss an, welches in einer sehr offenen Weise gestaltet ist. Von der ursprünglichen mittelalterlichen Stadtburg ist nur noch der ehemalige Bergfried erhalten. Bewachsen mit Efeuranken erzählt der Türmersturm, der als Wahrzeichen Tauber-Bischofsheims gilt, Geschichten aus längst vergangener Zeit. Der Hof des Schlosses lädt mit seiner freundlichen Atmosphäre und den ausdrucksstarken Kunstwerken zum Verweilen ein. Entlang von kleineren Streuobstwiesen und später neben einer Bahnstrecke durch ein Gewerbegebiet gelangen wir bald in den nächsten kleineren Ort Lauda. Hier geht es beschaulich zu. Doch die farbenfrohen Fahnen und die fröhlichen Fahrräder lassen uns schmunzeln. Das weitläufige Tal ist hier geprägt von der Tauber, die sich in Windungen durch die Landschaft schlängelt. Zwischen Feldern und dem Fluss liegen schmale Dickichte als Rückzugsort für Wildtiere. Immer wieder begegnen uns auch Reihen von Obstbäumen und Streuobstwiesen. Mitten auf einem Feld fallen uns zwei kleine Grenzsteine ins Auge. Sie markieren die ehemalige Grenze zwischen Baden und Württemberg, wie sie von 1810 bis 1952 verlief.
Während die letzten Strahlen der untergehenden Sonne noch zwischen den Häusern hindurchblitzen, kommen wir einigermaßen durchgefroren im Kurort Bad Mergentheim an, wo wir für die heutige Nacht eine Unterkunft gebucht haben. So, nach etwa 52 Kilometern sind wir jetzt in Bad Mergentheim angekommen, in unserem heutigen Zielort, in einem riesigen Fan-Apartment mit noch größeren Bildschirmen. Etwas übertrieben eigentlich für die eine Nacht jetzt nur, aber war jetzt halt das günstigste so für uns. Ja, wir haben jetzt auch länger nichts mehr gesagt, um genau zu sein, seit Tauber-Bischofsheim, was so ein bisschen daran lag, dass die Strecke jetzt einfach nicht mehr so beeindruckend war. Genau, also es war trotzdem ein schöner Radweg auf alle Fälle, aber die Landschaft war so ein bisschen zurückgedrängt und es war viel mehr Industrie. Ja, dadurch war es jetzt nicht mehr so wunderschön, so viele Highlights, über die wir jetzt auch direkt was hätten sagen können. Aber das ist ja auch mal nicht schlecht. Wir konnten gut durchradeln und uns ein bisschen warm strampeln sozusagen, muss man ja auch immer zu dieser Jahreszeit. Und der Radweg war die ganze Zeit super asphaltiert. Wir sind heute nur über Asphalt gefahren, gar nicht über Schotter. Das kann man vielleicht auch nochmal mit dazu erwähnen. Auch ja, einfach lässt sich super radeln. Und was auch auffällt, die Beschilderung ist sehr, sehr gut. Ja, definitiv. Bis jetzt macht der Radweg einen sehr guten Eindruck auf jeden Fall. Landschaftlich, ja, war es anfangs auf jeden Fall ein bisschen schöner. Vielleicht wird es morgen dann auch wieder schöner, das werden wir dann sehen. Genau. Und ja, da blicken wir schon mal froh drauf auf den morgigen Tag dann. Jetzt machen wir uns noch was zu essen in unserer Küche und genießen noch ein bisschen den Abend und freuen uns dann auf die morgige Tour im lieblichen Taubertal bis nach Rothenburg ob der Tauber. Nach einer erholsamen Nacht und einem Frühstück aus Brötchen und Joghurt verlassen wir gegen 10 Uhr unsere Ferienwohnung, um in die zweite Tagestour zu starten. Über die vielen elegant gestalteten Plätze und autofreien Zonen radeln wir zur größten Sehenswürdigkeit des Kurortes. Das riesige Schloss Mergentheim, im Stil von Barock und Renaissance, beeindruckt mit seiner Präsenz. Im Inneren der Anlage finden mehrere Ausstellungen Platz. Unter anderem das Deutsch-Orden-Museum. Das Schloss Mergentheim diente der römisch-katholischen Ordensgemeinschaft über 250 Jahre als Hauptsitz der Hoch- und Deutschmeister. Doch auch die Zukunft findet in den historischen Hallen ihren Platz. Das Schloss fungiert nämlich als Campus einer dualen Hochschule für Wirtschaft und Technik. Guten Morgen, wir begrüßen euch aus Bad Mergentheim, beziehungsweise sind wir gerade schon rausgefahren und ja, sind jetzt wieder auf dem Weg weiter Richtung Rothenburg. Wir hatten ein schönes Frühstück, es gab zum Glück einen Sonntagsbäcker und jetzt stehen uns etwa 430 Höhenmeter bevor. Mal sehen, ob die wirklich jetzt so anstrengend werden, aber ich glaube, es geht eher so die ganze Zeit leicht bergauf einfach. Ja, Bad Mergentheim war ganz okay, oder? Ja, war ganz schön. Also eine schöne große Fußgängerzone und gestern haben wir nicht mehr so viel gemacht, aber einen kleinen Stadtspaziergang bis zum Einkaufsmarkt und ja, war so ganz nett. Jetzt sind wir durch ein paar Parkanlagen schon geradelt und ja, so viele Menschen sind nicht unterwegs draußen. Wir schauen einfach mal, wie es auf der nächsten Strecke so wird, ob wir da noch ein paar Radler treffen werden. Oder nicht. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall und die Strecke hat einige Highlights noch im Petto für uns, glauben wir zumindest. Also Schlösser und so weiter auf jeden Fall. Aber vielleicht sehen wir auch mal wieder ein bisschen mehr schöne Natur. Da würde ich mich auch freuen. Nach den gestrigen 20 Kilometern könnten wir jetzt auch mal wieder ein paar schöne Fahrten durch die Idylle der Landschaft gebrauchen. Aber ich denke mal, da wird die Strecke auch noch einiges zu bieten haben. Gut, also weiter geht's entlang der Tauber.
Genau wie am vorherigen Tag begeistert uns dieser wunderbar ausgebaute und ruhige Radweg komplett. Die Strecke führt durch einige hübsche kleine Dörfer, die uns mit ihren schmucken Hausfassaden und einladenden Plätzen auffallen. Eingebettet in ein beliebtes Weinbaugebiet scheinen sich einige Dörfer auch als Weinort bezeichnen zu dürfen. Der Taubertalradweg lässt uns frische Luft schnappen, zur Ruhe kommen und in das Reich der Wintervögel eintauchen. Als wir in der Ferne die ersten interessanten Gemäuer erblicken, wird uns klar, dass die nächste historische Sehenswürdigkeit nicht mehr weit sein kann. Angekommen auf dem wunderschön angelegten Marktplatz von Weikersheim, lassen wir die eindrucksvolle Architektur auf uns wirken. Das Tauberländische Dorfmuseum und die Stadtkirche St. Georg, die auch als Radwegekirche ausgewiesen ist, können hier besichtigt werden. Doch als Höhepunkt an historischer Baukunst erwartet uns gegenüber das prachtvolle Schloss Weikersheim. Ja, wir sind jetzt in Weikersheim und hier ist eine riesige Schlossanlage. Und was hier uns jetzt gleich aufgefallen ist, was wir auch noch nie gesehen haben, sind Fahrradständer mit integrierter Ladesäule quasi. Das ist wirklich total raffiniert. Hier schön geschützt und nochmal extra geschützt. Steckdose. Auf beiden Seiten. Ja. Hier ist auch dann nochmal eine wahrscheinlich, auf der anderen Seite, genau. Ja, also richtig radfreundlich. die sind hier auf jeden Fall auf Radtouristen ausgerichtet. Also schon so die ganze Strecke bisher. Ganz viele Pensionen und Übernachtungsmöglichkeiten, die vom ADFC zertifiziert sind mit Bed and Bike. Und generell tolle, was wir gestern schon gesagt haben, Rastplätze, Ladestationen und so weiter. Servicestation, haben wir auch schon gesehen. Ja, also total cool. Und in den größeren Orten gibt es halt auch entsprechend Fahrradläden, wo man dann im Notfall auch mal sein Rad reparieren lassen kann. Also richtig gut bisher. Und das nächste ist natürlich, wir fahren heute wieder durch einige Orte, wo es überall Schlösser gibt und tolle alte Gebäude und was weiß ich nicht alles. Wir können uns natürlich nicht alles anschauen und nicht alles zeigen. Aber ja, das wäre ja auch Quatsch, wenn wir euch schon alles zeigen würden. Dann müsstet ihr das selbst gar nicht mehr fahren. Von daher schauen wir mal, dass wir jetzt eher ein paar Kilometer machen auf der nächsten Strecke. Und dann sehen wir vielleicht erstmal wieder ein Naturhighlight. Ursprünglich als mittelalterliche Wasserburg mit einem typischen Graben errichtet, erstrahlt die ehemalige Residenz der Grafen von Hohenlohe im Glanz von Renaissance und Barock. Viele Persönlichkeiten haben das Schloss über die Jahrhunderte zu dem gemacht, was wir heute besichtigen können. Besonders sehenswert ist neben den original erhaltenen Innenräumen der barocke Schlossgarten mit seinen zahlreichen kunstvollen Skulpturen. Der Garten der Alchemie verweist auf den Grafen Wolfgang II., der Ende des 16. Jahrhunderts nicht nur den Umbau zu einem Renaissanceschloss leitete, sondern sich auch für die Künste und die Wissenschaft der Alchemie begeisterte. Nach diesem spannenden Ausflug in die Vergangenheit zieht es uns wieder zurück auf den Radweg an die Tauber. In dem kleinen Dorf namens Tauberrettersheim mit seiner massiven steinernen Brücke fahren wir wieder nach Bayern hinein.
Das nächste Örtchen Röttingen überrascht uns mit seinen vielen bunten Häusern und dem hübsch restaurierten Rathaus mit der blauen Europasäule im Vordergrund. Weiter führt uns die Radroute auf der Hauptstraße durch den Ort. Hier kommen wir für ein kurzes Stück direkt mit dem Autoverkehr in Kontakt. Eine absolute Ausnahme auf der Route, denn 99% des Radwegs verlaufen verkehrsberuhigt. Das Taubertal verengt sich wieder etwas. Eine Landschaft im ständigen Wandel, den wir vom Fahrrad aus hautnah beobachten. Aus der Vogelperspektive betrachtet kommen die winterlichen Farben der Natur besonders schön zum Ausdruck. Bis jetzt versteckt sich die Sonne noch hinter den Wolken, doch die kühlere Stimmung hat ihren eigenen Charme, der uns solche winterlichen Momente beschert, wie diese glitzernden Eisschollen auf einen kleinen Bach. Wir sind wie gehabt auf abgelegenen Radwegen und ruhigen Straßen unterwegs. An dieser Stelle bekommen wir einen kleinen Schreck, weil Philipps Handy runterfällt und auf dem Betonboden aufprallt. Glücklicherweise konnte die robuste Hülle den Sturz aber gut abfangen, auch wenn sie dabei selbst dran glauben musste. So, jetzt machen wir mal ein kleines Päuschen hier in Kreglingen. Über die Hälfte haben wir jetzt schon geschafft. Es sind jetzt noch etwa 20 Kilometer, glaube ich, bis ans Ziel. Eigentlich wollten wir jetzt mal einen Café schauen oder so und vielleicht uns mal ein bisschen aufwärmen. Leider hat ja alles zu, außer ein Dönerladen. Aber danach war uns jetzt nicht so. Ja, eigentlich geht's jetzt aber. Der Wind hat ein bisschen nachgelassen. Es sind jetzt immer konstant 0 Grad in etwa. Und ich finde es einfach mal wieder richtig schön, auch im Winter das jetzt zu fahren, weil es gibt immer so kleine Nebenarme von der Tauber, die dann so richtig schön zugefroren sind. Und da gibt es dann richtig tolle Eiskristalle mal zu sehen. Und ach, irgendwie hat es dann ja doch was, so der Winter. Naja, können natürlich verstehen, dass die meisten das eben nicht im Winter machen wollen. Aber naja, ist halt... Ich meine, jetzt hatten wir einfach mal die Zeit. Da sollten wir es nur nutzen. Anne kann gerade nicht so viel sagen. Die hat leider gerade ein bisschen mit einer Erkältung zu kämpfen. Was natürlich ja, passt zu so einer Wintertour. So, obwohl es hier sehr schön ist, müssen wir jetzt langsam weiterfahren, sonst frieren wir hier noch fest irgendwie. Anna hat schon den Tee rausgeholt. Ja, das hilft schon mal, wenn man ein heißes Getränk dabei hat. Definitiv. Wir haben jetzt auch unsere Unterkunft gebucht für heute und da wollen wir noch nicht so viel verraten, aber das wird echt nochmal ein Highlight zum Ende dieser Tour dann in Rothenburg. Also da waren wir jetzt etwas erstaunt, dass wir das jetzt so günstig bekommen haben, inklusive Frühstück. Aber wenn ihr sehen wollt, wohin es uns verschlägt, müsst ihr dranbleiben. Aber ich glaube, das wird wirklich nochmal ein richtiger Hammer. Und ein ordentlicher Hammer wird jetzt hoffentlich auch die restliche Strecke. Gestärkt, jedoch etwas festgefroren, steigen wir zurück auf die Räder und durchqueren das wirklich sehr verschlafene Kreglingen, dem wir ein schönes Café mit vernünftigen Öffnungszeiten über alle Maßen gönnen würden. Hier auf der rechten Seite entdecken wir eine ungewöhnliche Containerunterkunft, die besonders auf Fahrradreisende zugeschnitten ist. Sicher für den Sommer eine coole Erfahrung. Der Radweg Liebliches Taubertal führt uns auf einem etwas höher gelegenen Abschnitt am Hang entlang. Für die nächsten Kilometer sollte uns noch einmal ein pures Naturerlebnis bevorstehen. Immer wieder breiten sich tolle Ausblicke auf das Tal und die kleinen bäuerlichen Dörfer vor uns aus.
Wir befinden uns im Naturpark Frankenhöhe, welcher sich dem Schutz der Natur- und Kulturlandschaft verschrieben hat und Menschen dazu einlädt, hier Erholung zu finden. In einem ständigen, sanften Auf und Ab folgen wir dieser entspannten Strecke. So, wir stellen mal kurz die Räder ab und gehen hier über so eine schöne Holzbrücke. Wir haben schon öfter solche Brücken gesehen. Leider wird man selten drüber geführt, meistens gar nicht. Und da hat man nochmal einen schönen Blick auf die Tauber, die jetzt schon etwas kleiner ist mittlerweile. Und sehr lieblich und naturbelassen. Das ist total schön. Total schöne Flusslandschaft. Was sagst du generell zu den letzten Kilometern? Ja, so atemberaubend. Es ist wirklich noch mal schöner als die gestrige Tour. Definitiv. Ja, hat es noch mal einen Zacken draufgesetzt. Gestern war es schon toll, aber ja, heute ist echt noch mal fantastisch. Ja, also man kann jetzt glaube ich schon sagen, die ersten paar Kilometer, ich würde mal so sagen, die ersten 20 Kilometer von Wertheim aus waren die schönsten und jetzt die letzten 20 Kilometer nochmal. Also jetzt sind wir gerade wieder an so einem Punkt, den wir vorher nicht hatten, dass wir irgendwie alle paar Meter anhalten wollen, irgendwas filmen möchten, uns genauer anschauen möchten. Das war, ja, wie gesagt, heute Morgen noch nicht so der Fall. Da sind wir schön durchgefahren einfach, was ja auch gut war, weil man dann nicht allzu viel Zeit verliert. Aber jetzt gerade so auf diesen, jetzt sind es ja wirklich nur 6 Kilometer bis Rotenburg, ja, brauchen wir wieder gefühlt eine Ewigkeit, aber aus guten Gründen, muss man sagen. Wetter hält zum Glück noch. Es fängt so langsam an zu nieseln, hat man das Gefühl. Aber der richtige Regen soll ja erst am Abend dann kommen. Also haben wir auch Glück gehabt mit dem Wetter und können das hier in vollen Zügen genießen. Also die Tauber hier, jetzt, wo es doch wieder ein bisschen hügeliger und bergiger wird, ist jetzt wunderschön. Es liegen nur noch wenige Kilometer vor uns, bis wir unser Ziel erreichen. Eine der am besten erhaltenen mittelalterlichen Städte Deutschlands. In der Ferne erblicken wir schon die ersten Gebäude von Rotenburg ob der Tauber. Auch wenn wir dem offiziellen Radweg bisher treu gefolgt sind, wollen wir kurz vor Ankunft noch einen letzten kleinen Abstecher wagen. Das Taubertal hat nämlich ein historisches Bauwerk zu bieten, das uns an unsere Zeit in Thüringen erinnert. Das Toppler-Schlösschen ist ein Wohnturm aus dem späten 14. Jahrhundert, welcher vom damaligen Bürgermeister der Stadt, Heinrich Toppler, errichtet wurde. Das erstaunlich gut erhaltene Herrenhaus, welches in jüngerer Vergangenheit sogar zeitweise als Ferienunterkunft vermietet wurde, kann heutzutage besichtigt werden. Wir wollten das Toppler-Schlösschen unbedingt mit eigenen Augen sehen, da wir aus Thüringen den Herzogsstuhl bei Klein-Eutersdorf, zu dem wir auch ein Video gemacht haben, noch in guter Erinnerung haben. Inmitten einer historischen Jagdanlage ließ Herzog Ernst II. Von Sachsen-Altenburg sich während des Ersten Weltkriegs den Herzogsstuhl nach dem Vorbild des mittelalterlichen Toppler-Schlösschens von Rotenburg ob der Tauber errichten. Rotenburg ob der Tauber beeindruckt schon von Weitem mit seiner Silhouette aus historischen Gemäuern. Insgesamt 46 Türme hat die Stadt zu bieten, was ihr in der Epoche der Romantik den Beinamen Fränkisches Jerusalem eingebracht hat.
Die sehr gut erhaltenen Stadtmauern und die wehrhaften Befestigungsanlagen sind auf dem Rotenburger Turmweg zu besichtigen. Während die ersten Regentropfen auf uns niedertröpfeln, geht es für uns steil bergauf. Wären wir nicht ohnehin schon am Schnaufen, hätte uns der nächste Anblick mit Sicherheit die Sprache verschlagen. Dass unser Weg uns direkt durch ein mittelalterliches Stadttor hindurchführen würde, hätten wir niemals erwartet. Auf der gepflasterten Straße strampeln wir noch ein kleines Stück weiter bergauf, bis wir den wohl berühmtesten Fotospot von Rotenburg ob der Tauber erreichen. Das Plönlein, ein Ensemble aus Brunnen, Fachwerkhaus und den beiden Stadttoren dahinter. Im Mittelalter war Rotenburg ob der Tauber eine freie Reichsstadt und ein bedeutendes Handelszentrum. Nach 2 Tagen auf dem Radweg Liebliches Taubertal erreichen wir nun diese traumhafte Kulisse. Was für ein würdiger Abschluss! Und schon sind wir auf dem Marktplatz von Rotenburg und sind wirklich hin und weg. Also was für eine schöne Stadt bisher. Sah schon unten total spektakulär aus, oder? Ja, also wirklich wie aus einem anderen Jahrhundert. Wir haben uns gefühlt, als wir da hochgefahren sind und noch durch diese massiven mittelalterlichen Tore hochgestrampelt sind. War ein bisschen anstrengend, aber ja gut, das ist nun mal so gewesen damals im Mittelalter mit den steilen Straßen. Jedenfalls hat es sich so angefühlt wie eine Zeitreise. Ja, wir wissen jetzt gar nicht, ob wir jetzt eigentlich den Fußweg hochgefahren sind oder den offiziellen Radweg. War jedenfalls sehr steil, aber dadurch mussten wir nicht auf der Straße fahren. Hier ist trotz, wo wir jetzt hier im historischen Zentrum sind, ganz schöner Verkehr, muss man sagen. Jetzt unterhalten sie sich da auch noch und blockieren den ganzen anderen Verkehr, sehr gut. Und meine Brille beschlägt. Nee, super cool. Leider fängt es jetzt gerade an, ein bisschen hier schon fast Eis zu regnen. Wir werden jetzt erstmal in unser Hotel fahren. Da müssen wir jetzt erstmal schauen, wo wir hin müssen. Ich glaube, wir müssen nämlich erstmal ein kleines Stück wieder runter. Und da nehmen wir euch das noch mit hin. Das wird nochmal richtig cool. Und wenn es jetzt nicht allzu sehr anfängt zu regnen, werden wir auf jeden Fall heute Abend noch ein bisschen die Stadt auschecken. Ja, und dann zeigen wir noch ein paar schöne Highlights von hier. Ja. Denn ich glaube, da gibt es hier zahllose. Wir machen uns durch die Gassen auf den Weg zu unserer ungewöhnlichen Unterkunft für die heutige Nacht. Nach unseren 50 Kilometern ohne große Pause, bei Temperaturen um den Gefrierpunkt und dem langsam stärker werdenden Regen, wollen wir jetzt einfach nur noch ins Warme. Das Hotel Wildbad Rotenburg befindet sich eingebettet in einem schönen Park am Hang in den historischen Hallen eines Schlosses. Jo. Ups. Geil. So, da haben wir genügend Platz. Hammer. Geil. Auch unsere Fahrräder dürfen in den exklusiven Gemäuern einer alten Mühle nächtigen. Dass wir am kommenden Tag kaum die Tür zu unseren Rädern würden öffnen können, davon haben wir in diesem Moment noch keine Ahnung. Ja, unsere Fahrräder sind in einer Mühle geparkt. Das hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. Und jetzt gehen wir wieder ein bisschen bergauf zu unserer Unterkunft. Ihr habt es ja schon gesehen. Wir sind in einem richtigen Schloss heute, aber was für eins. Und haltet euch fest, Übernachtung hier in den Zimmer, das wir euch gleich noch zeigen werden, auf das wir noch sehr gespannt sind. Inklusive Frühstück, 89 €. Für 2 Personen. Für 2 Personen, für uns beide. Also es ist kein 5-Sterne-Luxushotel, obwohl es in einem Schloss sich befindet. Aber ich finde das toll. Also es muss ja auch nicht immer so alles so komplett luxuriös ja sein. eben, das muss nicht gleich auch schickimicki gemacht werden. Ja. Auch die Essenspreise und so, die sehen ja alle total human aus. Also richtig cool. Na, mal sehen, wie es innen drin aussieht.
Zimmer 601 bis 603. Wir haben die 602. Es gibt einen Rokoko-Saal. Boah. Okay. 602. Hier. Fernsehraum. Weil es gibt nämlich, glaube ich, keinen Fernseher. Genau, ja. So, das ist unser Zimmer. Was ist das eigentlich für ein Schlüssel hier? Den muss man immer so dran halten. Oder was? Ja. Und wie kann man echt Yoga machen? Ey, was ist das hier? Geil. So eine eingebaute Toilette mit Dusche. Ja, das ist gut, dass es kein Fernsehbild ist. Nee. So, dann fassen wir doch gleich nochmal die Tour ein bisschen zusammen. Der Tauberradweg bzw. das liebliche Taubertalradweg oder der liebliches Taubertalradweg. Der Radweg liebliches Taubertal? Ja, wie auch immer. Sind wir jetzt komplett abgefahren von Wertheim bis hierher nach Rodenburg ob der Tauber. Und unser Fazit ist, denke ich, glaube ich, so gut wie noch nie bei einem Radweg, den wir bisher gefahren sind. Für deutsche Verhältnisse ein tadelloser Radweg. Eigentlich fast durch die Bank weg, fast auch nur, aber das ist wirklich Meckern auf hohem Niveau. Oder wie siehst du das? Ja, da können wir doch für die kleinen Sachen, die wir da noch auszusetzen haben, die müssen wir jetzt nicht noch einzeln erwähnen, noch ein Auge zudrücken und ja, sagen, der liebliche Taubertalradweg kriegt von uns eine 1 und auch eine ganz, ganz fette Empfehlung, dass ihr den Radweg mal nachfahren könnt, wenn ihr mal in der Gegend seid oder euch die Gegend mal anschauen wollt. Es gibt unglaublich viel zu sehen, es gibt so viele Burgen und Schlösser, also wenn ihr da Lust habt, euch da mal ein bisschen weiter zu bilden oder wenn ihr das einfach gerne habt und gerne anschaut, dann ist der Radweg perfekt für euch. Es gibt auch tolle Schlösser, Kloster. Das allein schon vom Kulturellen her, was der Radweg an Highlights so bietet. Und auch tolle Natur an vielen Stellen, ja, einen sehr schönen Flusslauf. Ja, und der Radweg an sich, haben wir ja jetzt schon öfter gesagt, lässt sich wunderbar radeln. Wir machen auch unsere Radwegtests immer. Das war jetzt nicht das Ziel dieser kleinen Radtour. Aber wenn wir jetzt Punkte vergeben würden, ich sag mal Oberfläche 5 Punkte, ihr seid ausschließlich auf Asphalt unterwegs, außer natürlich jetzt in Rodenburg ein bisschen auf Kopfsteinpflaster. Es ist super beschildert. Wir hatten eigentlich nie irgendwie mal so eine Stelle, wo wir gedacht haben, hey, wo geht's jetzt lang? Ja, und man muss bedenken, wir sind in die Richtung gefahren, die nicht empfohlen wurde. Ja. Also ist in beide Richtungen perfekt beschildert. Auch die Infrastruktur ist genial. Es gibt so viele Rastplätze. Es gibt jede Menge Spielplätze auch, was auch schön ist. Also falls ihr mit Kindern unterwegs seid, und da kommen wir gleich zum nächsten Punkt, Familienfreundlichkeit, da lohnt sich das auf jeden Fall. Da gibt es immer irgendwas für die Kids zu machen, zu gucken, zu staunen. Gibt bestimmt auch in den Städten immer mal ein paar interessante Sachen. Und das Schöne ist halt auch wirklich weiter so von den Straßen weggebaut wurde. Also man fährt wirklich fast komplett auf Kfz-freien Wegen, kann man den wirklich gut mit Kindern fahren, ohne dabei die ganze Zeit Angst haben zu müssen. Es gibt bloß mal so 1, 2 Stellen, gerade als wir jetzt nach Bayern reingefahren sind, wo man mal auf einer etwas größeren Straße im Ort allerdings fahren musste. Und relativ am Anfang gibt es ein ganz, ganz kleines Stück Landstraße, auf dem man mal fährt, wo man aber direkt wieder auf einen separaten Radweg dann auch geführt wird. Insgesamt gesehen, glaube ich wirklich, also besser geht's fast nicht. Also das ist schon richtig gut gemacht. Die Führung ist genial. Ja, und das Einzige, wo ich glaube ich nicht volle Punktzahl geben würde, wäre tatsächlich die Landschaft am Ende, weil ja, die ersten 20 und letzten 20 Kilometer sind wirklich wunderschön, muss man sagen. Dazwischen ist allerdings auch ein bisschen Leerlauf, wo das Tal mal ein bisschen weiter wird, wo dann doch eher so die Städtchen dann sind, in denen viel Industrie ist. Da ist jetzt für das Auge des Freundes der Natur nicht ganz so viel da. Dafür hat man dann sehr viel Kultur eben wiederum. Ja, also insgesamt gesehen können wir auf jeden Fall die 5 Sterne des ADFC mitgehen. Wir würden da auch unsere Zertifizierung für geben. Vielleicht auch nochmal ganz kurz sei gesagt,
Was wir tatsächlich einmal auf den gesamten Radweg gesehen haben, sind Umlaufsperren. Ja, also diese blöden rot-weißen Gitter oder Bügel, wo man immer so drumherum fahren muss. Oder sich so durchschlängeln muss irgendwie. Gibt's gar nicht auf dem Radweg. Also mit Anhänger, mit Lastenfahrrad ist überhaupt gar kein Problem, den Taubertalradweg zu fahren. Definitiv. Ja, gestern haben wir schon auf der Karte gesehen, es gibt natürlich noch viele Varianten. Es gibt viele Etappen hier in der Nähe. Ich glaube 13 oder 14 Radwege allein noch, die auch alle eigens ausgeschildert sind. Und es gibt noch, wir sind ja den Klassiker gefahren, das liebliche Taubertal der Klassiker. Und da gibt es wohl noch die etwas sportlichere Variante und die finden wir ganz interessant. Da gibt es ein paar mehr Höhenmeter zu machen. Vielleicht kommen wir dann irgendwann mal zurück und fahren die Variante dann noch. Das wäre dann interessant zu wissen, wie die sich so dann gestaltet. Wir haben heute schon so ein bisschen auf die Hügel geschaut und dachten, oh, jetzt da hochfahren wäre ja auch ziemlich cool. Vielleicht nicht unbedingt bei Minusgraden. Aber das ist dann vielleicht für die etwas wärmeren Monate dann mal etwas. Ja, auf jeden Fall. Also hier gibt es richtig viel zu sehen und es führt überall irgendwie gefühlt ein Fahrradwegweiser hin in alle Richtungen ständig. Und ja, da können sich Radlerinnen und Radler definitiv austoben und hier eine ganze Woche wahrscheinlich in dem Tal verbringen. Ja, mindestens. Also gibt es viel zu erkunden auf jeden Fall. Gut, wir hoffen, dass wir euch mit diesem Video ein wenig Lust auf diesen Radweg gemacht haben. Und wie gesagt, wir konnten sowieso nicht alles zeigen. Deswegen lohnt es sich für euch, den nochmal selbst abzufahren. Und vielleicht seid ihr ihn ja auch schon mal gefahren. Dann könnt ihr gerne mal schreiben, wann ihr dort wart und wie es da so mit der Landschaft war. Wart ihr vielleicht auch mal unterwegs, als gerade die Weinberge richtig am Blühen waren? Da ist das bestimmt auch nochmal eine ganz andere Nummer. Das muss auch richtig toll sein, ja. Ja, Gastfreundschaft wird hier auch groß geschrieben. Also es waren sehr oft irgendwelche Wirtschaften ausgeschildert oder auch so kleine Schilder, Fahrradfahrer willkommen. Ja, das ist uns auch sehr positiv aufgefallen. Ja, generell werdet ihr jede Menge Spaß haben und Genussradeln ist auf jeden Fall vorprogrammiert. Die Anstiege sind jetzt auch nicht so drastisch, vor allem wenn ihr in die andere Richtung fahrt. Also Top-Empfehlung, macht das auf jeden Fall mal. Ja, wir bedanken uns ganz herzlich bei euch, dass ihr jetzt bis hierhin zugeschaut habt und uns begleitet habt auf unserem wunderschönen Weg entlang der Tauber und freuen uns, wenn ihr uns einen kleinen Kommentar hinterlassen würdet oder uns ein Like da lasst. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt, wir erkunden einen neuen Radweg oder fahren einfach so durch die Landschaft und nehmen euch mit. Ja, dann sehen wir euch beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Einschalten und macht's gut. Bis bald. Ciao, ciao. Macht's euch schön. Bis bald. Ciao.